Herzlich willkommen. Mein Name ist Mark Höpflinger und ich bin der Leiter des Schweizer Drohnen- und Robotikzentrums des VBS, kurz STZ-VBS. Herzlich willkommen auch meinerseits. Mein Name ist Pascal Wörösch. Ich bin Mitarbeiter beim STZ-VBS und darf mich auf sozialwissenschaftliche Fragen fokussieren. Das STZ-VBS ist das Kompetenzzentrum des Bundes für Drohnen- und Robotertechnologie im Bereich nationale Sicherheit. Wir sind Teil von Armaswiss Wissenschaft und Technologie, dem Technologiezentrum des VBS. Uns ist es sehr wichtig, dass die Robotik gesamtheitlich betrachtet wird. Wir untersuchen daher technologische, technische, aber auch sozialwissenschaftliche Aspekte. In diesem ersten Videopodcast mit der Universität Zürich dürfen wir Ihnen einen unserer zentralen Schwerpunkte vorstellen: die Robotik für die Katastrophenhilfe. Ist die Technologie weit genug ausgereift, sodass Roboter Menschen retten können? Und dürfen Roboter Menschen retten? Sind die rechtlichen Grundlagen dafür vorhanden? Sowie sollen sie Menschen retten? Sind wir ethisch und moralisch davon überzeugt? Ist die gesellschaftliche Akzeptanz da? Solche Fragen sind komplexer, als man es auf den ersten Blick denken würde. Der Podcast soll Ihnen einen Einblick geben, wo wir heute bei der Beantwortung solcher Fragen stehen. Und wie sich das STRZ dafür engagiert, dass wir in der Katastrophenhilfe von der Robotik profitieren können. Wir engagieren uns in der Robotik für die Sicherheit. Wir betreiben Forschung zum Schutz von Land und Leuten und bringen Innovationen vom Labor in die Anwendung. Damit unterstützen wir das VBS und weitere staatliche Sicherheitsbehörden im Einsatz für die Schweiz und wirken Risiken der Robotik entgegen. Die Schweiz wurde schon als Silicon Valley der Robotik oder als Home of Drones bezeichnet. Ein jüngstes Erfolgsbeispiel ist der Gewinn einer der anspruchsvollsten Robotikwettbewerbe der Welt, der nur dank wesentlicher Beteiligung von Schweizer Forschenden möglich war. Das STRZ-VBS bringt den Kontext zu nationalen Sicherheitsfragen in die Schweizer Robotik-Community mit ein und ist zu einer Drehscheibe für die Robotik im Katastrophenhilfe-Kontext geworden. Unsere Partner sind für unser Wirken dabei von zentraler Bedeutung. Wir bauen die Brücken zwischen ziviler Forschung, innovativer Industrie und dem VBS. Die Technologien im Bereich der Robotik entwickeln sich momentan sehr, sehr schnell. Diese rasche Entwicklung möchten wir euch anhand eines Beispiels vor Augen führen. 2019 haben wir mit der ETH Zürich die erste Version des Radbeinroboters Animal getestet. Die Bewegungen sind langsam und zögerlich, obwohl das Gelände flach und ohne Hindernisse ist. Bereits ein Jahr später wurde ein überarbeiteter Roboter vorgeführt. Dieser bewegt sich sehr viel schneller und agiler und ist in der Lage, bei seiner Navigation auch die Hindernisse zu berücksichtigen. Möglich wurde dieser Fortschritt unter anderem durch den intensiven Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz und von Computersimulationen. Anwendungen im Bereich der Katastrophenhilfe sehen wir für die Robotik als ideal an. Es geht um die Unterstützung bei der Bewältigung von Katastrophen, es geht um das Schützen und um das Retten von Menschenleben. Durch Roboter könnten Ersthelfer entlastet und Verwundete schneller und besser geborgen werden. In dieser Darstellung sehen Sie den Prozess, wie wir die Technologie und Anwendungsentwicklung mitprägen. Robotische Systeme sollen vom Labor bis in den Einsatz gebracht werden. Am Anfang steht das Instrument Arche. Die Partner zeigen uns darin, was ihre Forschungsdemonstratoren können und entwickeln diese entlang des Bedarfs der Anwender weiter. Das Beispiel hier zeigt einen robotischen Rettungswurm. Dieser Rettungswurm soll durch seine Form Zugang zu Verschütteten erlangen und die Erstversorgung sicherstellen können. Wird das Potenzial der Systeme durch die Anwender erkannt, soll ein militärischer Prototyp entwickelt und ARDET, einer robotischen Versuchsformation der Schweizer Armee, übergeben werden. Das Beispiel in der Mitte zeigt ein solches System. Es ist Armano im Einsatz bei Mitholz. Armano ist eine Mehrzweckmaschine, die automatisiert ist und über weite Distanzen ferngesteuert werden kann. Das letzte Beispiel zeigt ein Produkt mit hohem Technologiereifegrad, bei welchem die Nutzlasten für die Anwendungen des Bevölkerungsschutzes ausgelegt wurden. Die Drohne erkennt gefährliche radioaktive Substanzen im Überflug und kann automatisiert eine Karte mit Strahlungsquellen erstellen. Nun noch ein vertieftes Wort zu Arche. Dank Arche kann die Anwendungstauglichkeit von Robotern beurteilt und der Bedarf der Anwender kennengelernt werden. Unter der Leitung des STRZ arbeiten der Lehrverband Genierettung ABC, die ETH Zürich und der nationale Forschungsschwerpunkt
NCCR Robotics zusammen. Arche beinhaltet den größten Schweizer Feldrobotik-Anlass. Dieses Jahr mit 150 Forschenden sowie rund 120 Gästen der Schweizer Armee, der Bundesverwaltung und ziviler Behörden. Dabei profitieren die Entwickler von der Testinfrastruktur der Schweizer Armee mit Flut-, Brand- und Rauchsimulationsanlagen, die die Roboter mit realitätsnahen Bedingungen konfrontieren. Neben den technologischen Untersuchungen adressiert das STRZ auch ethische und gesellschaftliche Fragen zunehmend autonomer Roboter. Mit unseren Partnern entwickeln wir beispielsweise ein Evaluationsschema zur Identifikation von ethischen Risiken. Ein Pilot einer solchen Evaluation wurde 2020 an Arche durchgeführt. Wir untersuchen zudem, wie Roboter sich mit menschlichen Fähigkeiten vergleichen lassen oder was die Interaktion zwischen Mensch und Maschine durch den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz im Sicherheitskontext bedeutet. Dadurch möchten wir besser abschätzen können, ob und unter welchen Bedingungen ein System im Sinne der Schweiz im Bereich der Katastrophenhilfe oder darüber hinaus eingesetzt werden kann. Nach diesem kurzen Einblick in das STRZ VBS geht es nun weiter zur Anwendung von Robotern in der Katastrophenhilfe für die Schweizer Armee. Der Kommandant des Lehrverbands Genierettung ABC, Brigadier Stefan Christen, wird Ihnen das Thema näher vorstellen. Recht herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Auf Wiedersehen miteinander.